In diesem Video wollen wir uns mal diesen Oszillator hier anschauen. Den nennt man auch Oscillator of Moving Averages. Also schauen wir mal, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den gleitenden Durchschnitt des Oszillators OSMA verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Bibliothek Trade MQA ein, die Handelsfunktionen bereitstellt. Wir erstellen eine Instanz der Klasse cTrade, um die Handelsoperationen zu bearbeiten. In der Funktion OnTick berechnen wir den Ask-Preis mithilfe der Funktion Symbol InfoDouble mit dem Parameter Symbol Ask und normalisieren ihn auf die durch Digits angegebene Anzahl von Ziffern. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bit-Preis unter Verwendung des Parameters Symbol Bit. Wir erstellen eine String-Variable namens Signal, um das Handelssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir ein Array mit dem Namen myIOSMArray, um die OSMA-Werte zu speichern. Die Funktion ArraySetAsSeries wird verwendet, um das Array von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Wir definieren die Eigenschaften des OSMA-Indikators mit der Funktion IOSMI und geben das Symbol, die Periode, die schnelle EMA-Periode, die langsame EMA-Periode 26, die Signal-SMA-Periode 9 und den Preistyp PriceClose an. Anschließend kopieren wir die OSMA-Werte für die aktuelle und die letzten beiden Kerzen mit der Funktion CopyBuffer in das myIOSMA-Array. Anschließend berechnen wir den aktuellen OSMA-Wert, indem wir auf das erste Element von myIOSMA-Array zugreifen und den letzten OSMA-Wert, indem wir auf das zweite Element des Arrays zugreifen. Wir prüfen, ob der aktuelle OSMA-Wert die Nulllinie von oben überschritten hat, was auf ein Verkaufssignal hinweist, und setzen die Signalvariable auf Sell. Wenn der aktuelle OSMA-Wert die Nulllinie von unten gekreuzt hat, was auf ein Kaufsignal hindeutet, setzen wir die Signalvariable auf Kaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir mit der Funktion Trade.Sell einen Verkaufsauftrag über 0,110 Lots, 10 Mikrolots aus. Zu den Parametern gehören die Lotgröße, das Symbol 0, der Bitpreis, der Take Profit, Bit plus 300 Punkte, der Stop Loss, Bit 250 Punkte und ein Kommentar 0. Wenn das Signal Kaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir mit der Funktion Trade.Buy einen Kaufauftrag für 0,110 Lots, 10 Mikrolots aus. Zu den Parametern gehören die Lotgröße, das Symbol, der Ask-Preis, der Take Profit, Ask 300 Punkte, der Stop Loss, Ask plus 52 Punkte und ein Kommentar. Schließlich geben wir das aktuelle Signal mit der Funktion Kommentar in das Chart aus. Um den Code zu kompilieren, drücken Sie F7. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den OSMA-Indikator verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Mit nur ein paar Zeilen MQL haben wir einen Expert Advisor programmiert, der auf der Grundlage dieser Signale handeln kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, der Expert Advisor ist jetzt auf Ihrem Chart zu sehen. Falls nicht oder wenn das zu schnell für Sie ging, ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.